Essaouira begrüßt uns mit super starkem Wind und noch mehr Vanlife-Romantik. BBS wird Aber da kennt man nicht, wir gehen jetzt weiter. Wieso? Abgesehen vom Verbot ist gerade auch sonst alles der Horror. Was ist der Horror? Vanlife. Dann hat man so eine mega geile Ingwer-Gumpfi, oder? Die heilt übrigens alles. Ist gut gegen alles. Aber wenn sie ganz leicht offen ist und schräg, wenn es da innen rumpelt und tätscht, dann leert sie eben auch vielleicht mal aus. Und gleichzeitig leere ich dann noch die Haferflocken aus, oder? Bäh. Wir springen ins Ungewisse. Und fliegen um die Welt ohne Flugzeug. Wir sind erstmals so richtig planlos unterwegs. Wir können gar nichts planen, da wir nicht wissen, wann die Landesgrenze geöffnet wird. Das ist zwar irgendwie doof, aber auch so richtig chillig. Wir haben unendlich viel Zeit. Also vielleicht auch nicht. Wir wissen es eigentlich nicht. In Diabat, dem Dorf direkt neben Essaouira, wird uns die Tür zur Yellow Submarine geöffnet. Fips und Simon machen gerade ein paar Wochen Urlaub und Renovationsarbeiten. Damals, als Fips mit ein paar anderen im ersten Lockdown hier feststeckte, übernahmen sie kurzerhand das Hostel und wollen es jetzt wieder so richtig gemütlich machen. Natürlich helfen wir gerne bei allem mit. Alte Kunst können wir auffrischen und auch bei neuen Ideen können wir uns voll ausleben. Beim Projekt ist auch der Nachbar Youssef mit an Bord. Er ist ein großer Sammler von alten Baumaterialien, für die er immer irgendeinen neuen Ort findet. Hallo! Salam alaikum, Lubas. Ich gebe mein neues Msummen-Wissen weiter. Und du versuchst es auseinanderzuziehen. Jetzt nimmst du, wenn es fertig ist, nimmst du es nochmal und machst es nochmal. Genau. Wir verstehen uns blendend und fühlen uns sofort zu Hause. Da wir alle ja eigentlich Ferien haben, nehmen wir es aber auch gemütlich. Bevor die zwei Deutschen abreisen, schneiden wir noch einen Mini-Werbeclip für das Hostel zusammen. Das heißt Abschied nehmen. Nur dieses Mal ist es verkehrt herum. Wir bleiben und andere, die gehen. Bibi, was ist jetzt mit uns? Und Yellow Submarine. Und vielleicht auch bei der Fähre haben. Wir upcyclen avec Gammon. Den Adam. Das ist der Nachbarsburg. Fips und der Simon haben dem Spieler beigebracht, aber das gehört dem Hostel. Und jetzt möchte man eins machen, damit er daheim mal spielen kann. Und alle Nummer lernen auf Englisch und Deutsch und wir auf Arabisch. Vor einem Monat wollten wir auf die Fähre haben. Hi. Also nach Europa. Genau. Und dann ist aber die Seegrenzen sind zugeblieben. Ich war einfach enttäuscht und wütend. Ich verstand es halt auch jetzt noch nicht. Oder man sieht, alle Grenzen gehen auf. Und dann 3 Tage bevor die Grenzen aufgehen, heißt es außer Seegrenze. Und wegen Corona
in 2 Wochen später gibt es Omikron offiziell nicht mehr in dem Land oder ist die Welle vorbei offiziell. Und man braucht nirgends mehr Tests und so, die Grenzen sind immer noch zu. Es gibt überhaupt keine Erklärung, warum oder wie lang. Marokko ist voll das schöne Land und man kann mega viel machen und wir haben super schöne Leute kennengelernt und mega gute Zeit gehabt. Aber dieses Grundgefühl von, du bist in einem Land und du kannst nicht mehr raus, finde ich halt mühsam. Youssef nimmt uns mit an seinen Lieblingsort in Essaouira. Dieser Markt wird La Ferraille oder Chotia genannt. Wenn man durchläuft, ist das Gefühl, es ist der Schrottplatz für Türen und Fenster und allerlei. Es ist ein riesen Spielplatz für alle Bachelor und Bachelorinnen. Love it. Es ist Youssefs zweites Zuhause. Er kennt alle und alle kennen ihn und bald auch uns. Und der Luca hat das Gefühl gehabt, in unserem Bus gibt es noch viel Platz. Und das Beste wäre nicht bloß eine Trommel zum Koffer, sondern 2. Ich weiß gar nicht, wo die zweite ist. Die zweite, wir könnten auch eine da lassen. Hast du gedacht? Ja. Das wäre nett. Ja? Yes, das ist. Im etwas aufgeräumteren Teil hat der Künstler Aziz ein kleines Atelier. Ich liebe es jetzt schon. Wir machen Kunst in La Ferraille. Hier treffen wir uns mit ihm, um eine therapeutische Malsession zu besuchen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet, aber lassen uns einfach mal darauf ein. I try to guide the person to let go of the intellectual mind. The most possible way to do it is to find your child. This child that is being inside you and who doesn't know borders, who only know joy and freedom. It's long years of struggling with the painting myself. When I try to control the painting, at the end the result is not really what I wish. But when I let the painting to paint itself through me, then it's more likely to surprise me at the end, because I don't want to know what I'm gonna paint. I want the painting to surprise me. So when I was thinking about this, I would say, okay, so every time I try to control this, it's also I control myself inside. That's even the reason why I like to focus on this child who doesn't know borders, who doesn't know really the limitation of life. He wonder, he explore, he play. And also it is important because it's a reflection, it's a mirror for ourselves. You know, when we do this type of painting, it reflects really our subconscious, things that we are not aware of mostly. Die Zeit verging wie im Flug. So treffen wir uns am nächsten Tag gleich nochmal mit ihm. Das Backgammon-Brett für Adam soll künstlerisch werden. Die französische Botschaft in Marokko ist die einzige, die sich einigermaßen darum kümmert, dass Leute, die feststecken, vielleicht eine Chance haben, eine Fähre zurück nach Europa zu bekommen. Auch wir sind auf ihrer Liste. Ja, es ist alles so ein bisschen zäh, weil wir einfach nicht wissen, ob wir jetzt auf die Fähre kommen oder nicht. Und irgendwie nervt es mich, dass es nicht unsere Entscheidung ist, sondern dass wir auf den Anruf warten müssen. Und wir warten einfach schon seit Freitag und es ist Dienstag. Ich würde gerne weiter, weil unser Plan ist eigentlich eine Weltreise machen. Unser Ziel ist eigentlich nach Asien zu gehen und das würde ich halt immer noch gerne machen.
so interessant und schön das Land ist, so muslimisch und männerlastig ist es halt einfach. Mir geht es darum, was es für ein Frauenbild gibt und wie sichtbar Frauen sind. Und da in dem Land ist es zum Beispiel massiv schwierig, in Kontakt zu kommen mit irgendwelchen Frauen. Und das fehlt mir halt da. Wenig später steht es fest. Wir haben keinen Platz bekommen. Wir sind enttäuscht und wieder ein bisschen verzweifelt. Was jetzt? Wieder springt Karin ein. Unerwartet können wir dabei sein, wenn sie ihr 99 Women Projekt in Essaouira vorstellt. Biancas Trailer wird auf der großen Leinwand gezeigt. Es ist sogar ein Berater des Königs im Publikum. Wir verbringen viel Zeit mit Aziz. Er zeigt uns seine Lieblingsorte in der Stadt und sein Rezept für eine Kürbis-Tagine. Neben dem Touri-Programm arbeiten wir weiter in und an der Yellow Submarine. You are really confident with your strokes. I learned that way. Yeah. Aziz hilft gleich mit. Besser gesagt, wir assistieren ihm. Schließlich ist das hier sein Metier. Im Gegenzug packen wir dann auch unsere Künste aus und drehen ein Videoporträt über ihn. Über Aziz, einen marokkanischen Künstler aus einem kleinen Dorf, der sich viel selbst beigebracht hat, der seine Neugierde nie verloren hat und in den letzten Tagen unser Freund wurde. Aber seht selbst. The painting is not about me, it's about the painting itself. And I am just a bridge for it. So I am a tool, I am like a brush. The painting needs a form, I give it a form. To me, it's like a spirit, let's say. Most of this subject is coming from my environment, like a reflection, and it's like a mirror. When I paint this painting is what I see actually, and why I see it in the environment. Like this one. This painting is it's about Casablanca. When you walk in the streets, you meet people, you see people interacting with each other, doing their daily life. But you feel kind of emptiness, you feel kind of mask. Still, there is this warm color in the people. You still feel vibe in the people, but there is this cold environment. For me, it means that the separation from nature can create a psychic problem in our life. It started when I spent a lot of time alone in the field between age of 4 until I left the village. And when I discovered the pencil, this is also black magic. When the school comes to my village, I started to draw. What do you want to say to the world? What I would say to the world is actually what I would say to myself is to keep hope, you know, and never stop being curious because nature has things to say, much more even than human has to say, much more than I can say. So I think nature has a message for us, especially now, and also art. I think the art is something that will save this planet at least. I don't know if it is needed to be saved, but it can save.
lives. It can save us from ourselves. But art doesn't need really to be in one way or in another. It's just art with heart, if I could say. It's enough. It will save us. And yeah, that's all I think would offer. Shukran. Thank you very much. Welcome. My pleasure. Nice. Wir haben uns recht gut mit ihm verstanden und er hat uns jetzt ein Bild von sich geschenkt, das wir jetzt versuchen, irgendwie im Bus vielleicht eine Decke machen. Damit und mit unzähligen anderen Erinnerungen verlassen wir Essaouira nach 3 Wochen. Wir wollen noch einmal in Agagur fliegen, bevor wir in den Norden zurückfahren müssen. Denn wer weiß schon, wann genau unsere Fähre zurückgeht. Vielleicht ja früher, als wir zu hoffen wagen. Das fand ich gedacht. Hä? So als wärst du mal. Dann nochmal einen Winkel. Was malst du, Bibi? Das Backgammon für den Adam. Da ist doch schon alles weiß.